Das deutsche Volk empfindet tiefe Genugtuung, dass durch die Wiedergutmachung für Opfer des Nazismus ein Beitrag für den Aufbauprozess Israels geleistet wurde. My people cannot forget its past, but we remember the past not in order to brood upon it, but in order that it shall never occur again. I said in the Knesset, this is in Hebrew, the Israel Parliament, last summer, that Germany of today is not the Germany of yesterday. After having... לפני זמן מה נתגלה על ידי שירותי הביטחון הישראלים אחד מגדולי פושעי הנאצים, אדולף אייכמן, האחראי יחד עם ראשי הנאצים על מה שהם קראו בשם הפתרון הסופי של בעיית היהודים, ויעמוד בקרוב למשפט בישראל. Im deutschen Volkskörper, im moralischen Leben des deutschen Volkes gibt es heute keinen Nationalsozialismus mehr. Kein nationalsozialistisches Empfinden. Wir sind ein Rechtsstaat. Wenn auch nur aus diplomatischen Das hat Kidnappen und Positive, also zugunsten der anderen Seite entschieden. אתה אדולף, בנו של אדולף קרל אייכמן? תרגם. האם אתה מודה או אינך מודה בפרט האישום החמישי? Bekennen Sie sich zum 5. Anklagepunkt schuldig oder nicht schuldig? Im Sinne der Anklage nicht schuldig. ברוח כתב האישום לא אשם. האם אתה מודה או אינך מודה בפרט האישום השישי? Bekennen Sie sich zum 6. Anklagepunkt schuldig oder nicht schuldig? Im Sinne der Anklage nicht schuldig. ברוח כתב האישום לא אשם. המפקד הראשון של ארגון הלוחם שלנו היה אדם מופלא בשם יצחק, או כאשר קראנו לו איציק ויטנברג. קרא גנץ, מפקד המשטרה היהודית בגטו, שלח את נציגו וביקש לבוא אליו להתייעצות. ביקש לבוא בדחוף את איציק ויטנברג. עלינו, הגענו אל מרבעו של ויטנברג. אנחנו אנשי המפקדה. כן, הוא עונה, הוא מת. שאלתי האחרונה, מר קובנר, עד שהקמתם את הארגון היהודי הלוחם, כמה מיהודי וילנה הלכו לפונר להשמדה? 40,000. Von den 10,3 Millionen Juden. 10,3 Millionen Juden getötet, dann werden befriedigt, ich würde sagen, gut, wir haben ein vernichtet. Die deportierten Juden haben mich nicht einmal in Auschwitz interessiert, geschweige denn in Mauthausen. Ich hatte ein anderes Aufgabengebiet, das hieß Ungarn und nicht deportierte ungarische Juden. Interessierte mich ja gar nicht, ob die leben oder ob die schon tot waren. Denn wer eingeliefert war, war eingeliefert. Ich interessierte mich nicht dafür. 55. Stimmt. Das stimmt, aber man muss den gesamten Text dazu verstehen und lesen. Denn ich habe erklärt, ein Offizier hat einen Fahneneid geleistet. Wenn dieser Fahneneid gebrochen wird, ist dieser Mann ein Lump. Genauso wie ich auf dem Standpunkt stehe. Ich habe hier einen Eid geleistet, dass ich die Wahrheit sage. Und ich bin befleißigt und prüfe mich jeden Abend. Habe ich die Wahrheit gesagt oder habe ich ein einziges Mal die Unwahrheit gesagt?
Genauso habe ich auf dem Standpunkt gestanden zu jener Zeit, Eid ist Eid. Haita yorebo bemoyadecha. Senachon? In Ihrer polizeilichen Vernehmung sagten Sie, dass wenn Ihnen der Reichsführer gesagt hätte, dass Ihr Vater ein Verräter sei, hätten Sie ihn eigenhändig erschossen. Ist das richtig? Wenn er Verräter gewesen wäre, an das... Nein, wenn der Reichsführer Ihnen gesagt hätte. Hätten Sie ihn erschossen, Ihren eigenen Vater? Dann setzt es voraus, er hätte mir es nachweisen müssen. Wenn er es nachgewiesen hätte, wäre ich verpflichtet gewesen, gemäß meinem Fahneneid. Hat man Ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden? Ich habe sie nicht vernichtet. Gut, nachdem ich aufgefordert worden bin, von Ihnen, Herr Präsident, hier eine klare Antwort zu geben, dann muss ich erklären, dass ich diesen Mord, diese Vernichtung an die Juden für eines der kapitalsten Verbrechen innerhalb der Menschheitsgeschichte betrachte. Fernsehkonferenz gibt es hier im Protokoll einen Passus, da steht geschrieben, abschließend wurden die verschiedenen Arten der Lösungsmöglichkeiten besprochen. Entsinnen Sie sich daran, oder wollen Sie das sehen? Ich entsinne mich, dass es drin steht, jawohl. Vielleicht entsinnen Sie sich, was man da gesprochen hat. Da sind die verschiedenen Tötungsmöglichkeiten besprochen. Verschiedene Tötungsmöglichkeiten? Jawohl. Es wurde von Töten und Eliminieren und Vernichten gesprochen. Ja. Ich selber hatte ja meine Vorbereitungen zu machen für die Protokollangelegenheit. Ich konnte nicht dastehen und einfach zuhorchen. Aber die Worte drangen eben. Und was über dieses wichtige Thema gesprochen wurde, davon erinnern Sie sich überhaupt nichts. So Herr Präsident, das ist nicht, das Wichtigste ist sowieso hineingekommen ins Protokoll. Das soll also heißen, dass die Tötungsarten ein unwichtiges Thema waren. Ah, die Tötungsarten? Als Nachkommen darüber sprechen wir. Wurde damals über Tötung durch Gas gesprochen? Nein, mit Gas nicht. Now in a 300-page judgment, Eichmann is found guilty of crimes against the Jewish people, crimes against humanity, and war crimes. The verdict made Eichmann liable to become the first man to be executed under a civil court verdict in the state of Israel. He still has available to him an appeal to the Israeli Supreme Court, and if turned down there, an appeal for clemency to the Israeli president. All right, now let me explain to you, learner, exactly what's going to happen and what you're supposed to do. The teacher will read a list of word pairs to you like these. Blue girl, nice day, fat neck, and so forth. You are to try to remember each pair. For the next time through, the teacher will read only the first word or the first half of the word pair. For example, he will say blue. And then he'll read four other words, such as boy, girl, grass, hat. Now your job is to remember which one of these four other words was originally paired with blue. And you indicate your answer by pressing one of these four switches. Now can you reach those, all right? Now if you get it correct, fine. If you make an error, however, you'll be punished with an electric shock. So of course it is to your advantage that you learn all these word pairs as quickly as possible. And white cloud, horse, rock, house. Answer, wrong. 150 volts. Answer, horse. Oh. Experiment, that's all. Get me out of here. I told you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now. Get me out of here, please. Continue, please. Go right on. I refuse to go on. Let me out. Refuses to go on. The experiment requires you continue, teacher. Please continue. The next word is sad. Green, grass, hat, ink, apple. Answer, please. Go on with the procedure, please, teacher. 315 volts, the answer is ink. I told Next you one. I refuse to answer.
Well, you gotta keep getting a shock if you don't answer. Please continue. Go on, please. You accept all responsibility? The responsibility is mine, correct. Please go on. Next one, brave, woman, soldier, dog, horse. Answer is woman, 450 volts. That's it. Now continue using the last switch on the board, please. The 450 switch for each wrong answer. Continue, please. I'm not getting no answer. Please continue. The next word is white. You think you should look in on him, please? Not once we've started the experiment. But what if something's happened to the man had an attack or something there? The experiment requires that we continue. Go on, please. Don't the man's health mean anything? Whether the learner likes it or not, we must... But he might be dead in there. Just continue the experiment. I'd like to ask you a few questions, if I may. I'd like to ask you, how do you feel about it? I feel all right, but I don't like what's happened that I fall in there. He's been hollering and we had to keep giving him shocks. I didn't like that one bit. I mean, he wanted to get out and he just kept going, kept throwing 450 volts. I didn't like that. He wouldn't even look at him, that gentleman. Well, who was actually pushing the switch? I was. But he kept insisting. I told him no, but he said, he's got to keep going. I told him it's time we stopped when we got up to 195, 210 volts. But why didn't you just stop? He wouldn't let me. I wanted to stop. Mitschuld fast geworden ist. Wie dem auch sei, für ein Porträt Hannah Arendts ergeben sich, so scheint mir, aus diesem Eichmann-Buch mehrere Fragen. Darf ich damit beginnen? Schmerzt Sie der Vorwurf, dass dieses Ihr Buch, der Vorwurf von jüdischer Seite, dass dieses Ihr Buch der Liebe zum jüdischen Volk entbehre? Ja, also erst einmal darf ich vielleicht mit aller Freundlichkeit feststellen, dass Sie natürlich auch schon ein Objekt dieser Kampagne geworden sind. Ich habe nirgends in dem Buche dem jüdischen Volk das nicht widerstehen vorgeworfen. Das hat ein anderer Mensch getan. Das ist nämlich Herr Hausner von der israelischen Staatsanwaltschaft. Und ich habe die in dieser Richtung von ihm ergehenden Fragen an die Zeugen in Jerusalem töricht und grausam genannt. Ich habe das Buch gelesen, ich weiß dieses, nur richten sich ein Teil der Vorwürfe, die man Ihnen gemacht hat, auf am Ton, in dem manches geschrieben ist. Nun ja, das ist eine andere Sache. Dagegen kann ich nichts sagen und darüber will ich nichts sagen. Wenn man der Meinung ist, dass man über diese Dinge nur schreiben kann, wie soll ich sagen, pathetisch. Nicht? Und ich war wirklich der Meinung, dass der Eichmann ein Hanswurst ist. Und ich sage Ihnen, ich habe dieses Polizeiverhör 3600 Seiten gelesen und sehr genau gelesen. Und ich weiß nicht, wie oft ich gelacht habe, aber laut. Nun, diese Reaktion nehmen mir die Leute übel. Dagegen kann ich nichts machen. Ich weiß aber eine Sache. Ich würde wahrscheinlich noch 3 Minuten vor dem sicheren Tode lachen. Und das, sagen Sie, sei der Ton. Nicht der Ton ist weitgehend ironisch natürlich. Und das ist vollkommen wahr. Das ist genau, der Ton ist in diesem Fall wirklich der Mensch. Wenn man mir also, ich meine, diese Geschichte, dass ich das jüdische Volk angeklagt hätte, das ist eine böswillige Propagandalüge und nichts weiter. Der Ton aber, das ist ein Einwand gegen mich als Person, dagegen kann ich nichts tun.